Hallo, willkommen zurück zu Arya Nagarjuna. Wir sind immer noch mitten in diesem schwierigen Thema. Es wurde ein schwieriges Kapitel, nicht wahr? Ein Kapitel darüber, Karma zu untersuchen. Wir dachten, dass wir eine normale Diskussion führen würden, aber sie ist bereits an einigen schwierigen Punkten hochgegangen. Und übrigens, jetzt führt Nagarjuna, nachdem er die Abhidharma-Version gegeben hat, von, wie nennen wir sie, verliere es nicht. Geh nicht weg, geh nicht weg. Er führt jetzt eine standardmäßige Madhyamika-Diskussion. Jetzt geht's los. Der nächste Vers lautet: Karma, die Gesetze von Karma, sind etwas, das du und ich instinktiv fühlen. Wir haben gerade gesprochen, wir hatten hier eine Diskussion darüber mit unseren Freunden. Es fühlt sich so an, als seien sie selbstexistent. Es fühlt sich an, als ob die Gesetze unumstößlich sind, nicht geändert werden können und dass sie aus sich heraus bestehen. Ich verstehe, dass im Allgemeinen die Dinge von mir kommen. Aber wer hat die Gesetze des Universums gemacht? Wer hat die Gesetze des Karmas gemacht? Und so wird Nagarjuna versuchen, uns davon zu überzeugen, dass unser Karma die Gesetze des Karmas geschaffen hat. Und das nur, weil die Gesetze des Karmas von Karma kommen. Nicht heißt, dass sie anders funktionieren könnten. Also so, wie sie es tun. Nur weil es etwas leer ist, heißt das nicht, dass es in 1000 verschiedenen Formen kommen wird. In Ordnung. Wenn Karma selbst, wenn die Gesetze des Karmas ihre eigene Natur hätten, gibt es keinen Zweifel, dass es unveränderlich wäre. Wenn Karma von seiner eigenen Seite kommen würde, würde es niemals variieren. Es würde immer gleich bleiben. Es wäre unveränderlich. Wenn etwas unveränderlich ist, kann es keinen Akteur involviert haben. Wenn irgendetwas im Universum unveränderlich ist, bedeutet das, dass niemand es gemacht hat. Denn wenn es jemand gemacht hat, dann würde es sich ändern, weil die Auswirkungen davon, etwas zu tun, mit der Zeit weniger werden. Die Dinge fallen auseinander. Dieses berühmte Buchtitel, alles zerfällt, das ist die Natur der Dinge. Wenn also Dinge erschaffen werden, fallen sie auseinander. Wenn die Dinge nicht auseinanderfallen, dann können sie nicht jemanden gehabt haben, der sie erschaffen hat. Habt ihr das verstanden? Das ist in Ordnung, oder? Und wenn etwas unveränderlich ist, kann es keinen Schöpfungsprozess am Anfang gegeben haben. Denn der Prozess der Schöpfung, der Prozess, der etwas ins Leben stößt, die Energie, die das Ding ins Leben ruft, geht mit der Zeit verloren. Wenn es also unveränderlich ist, wenn Karma eine eigene Natur hat, aus sich heraus, ist es unveränderlich. Wenn es unveränderlich ist, kann es nicht die Person gehabt haben, die das Karma begangen hat. Keiner hat das Karma gemacht, verstanden? Also gut. Ich stelle es mir wie ein Auto ohne Fahrer vor. Das war einmal ein wirklich ernsthafter Diskussionspunkt. Aber jetzt haben wir ein fahrerloses Auto. Ich möchte also sagen, ein fahrerloses Auto ohne ein Programm. Ein Auto, das von selbst fährt, ohne Internet. Okay, für den Moment. Ich weiß nicht, was später noch kommt. Nächster Vers. Das ist ein schwieriger Vers, obwohl die Wörter gar nicht so schwer sind. Wenn man Karma haben könnte, ohne dass es jemand macht, weil du sagst, Karma muss seine eigene Natur haben, was impliziert, dass sich der Karma niemals ändert? Was bedeutet, dass es niemanden gibt, der es getan hat? Kapiert? Wenn du also sagst, Karma hat eine Natur, dann ändert sich die Natur nicht. Dann okay. Es kann niemand geben, der das Karma begangen hat, wenn es unveränderlich ist. Verstanden? Dann bekommt man das Problem es können Dinge mit dir passieren, ohne dass du das Karma vorbegangen hast. Gehen wir die Logik noch einmal durch. Er sagt, Karma ist selbstexistent, was bedeutet, dass Karma seine eigene Natur hat. Okay?
Die Natur, die wir bereits im Kapitel Untersuchung der Natur besprochen haben oder Identität, bedeutet, dass sie sich nicht verändert. Periphere Eigenschaften ändern sich, die Farbe des Feuers ändert sich, die Tatsache, dass es heiß ist, ändert sich nicht. Das ist die eigene Natur, das ist die Identität. Sie ändert sich nicht. Wenn sie also etwas nicht ändert, wenn Karma seine Selbstidentität hat, kann es sich nicht ändern. Genauso wenig wie Feuer kalt werden oder wie immer noch Feuer sein kann. Es hat also niemand Karma gemacht. Daher kann es karmische Ereignisse haben, ohne dass jemand sie gemacht hat. Deshalb können Dinge geschehen, die du nicht verdienst. Verstanden? Alles klar bei dir? Kannst du mir folgen? Wenn Karma unveränderlich ist, dann hat niemand Karma gemacht. Aber Karma funktioniert immer noch. Also kann Karma funktionieren, ohne dass es jemand macht. Deshalb könnten die Dinge passieren, die du nicht verdient hast, weil du nichts getan hast. Verstanden? Das muss dann eine seltsame Welt sein. Wenn man es nicht macht, kann man kein Ergebnis bekommen. Und er sagt, nein, jetzt musst du das dritte Gesetz des Karmas ändern. Wenn Karma selbst existent ist, dann könnte man Karma am Laufen haben, das niemand begangen hat. Karmische Folgen können dir passieren, für Dinge, die du nie getan hast. Das ist, was du dem Universum schon ständig vorwirfst. Dieses Chick wird mit einem S geschrieben. Es bedeutet also nicht zerstören. Es bedeutet wie Chickme. Man müsste dann auf Eierschalen herumlaufen. Und warum? Es könnte Dinge mit dir passieren, die du nicht verdienst. Dann solltest du nervös sein. In einer Welt, in der man kein Karma machen muss. Um Karma zurückzubekommen, sollte man vorsichtig sein. Du hältst besser die Augen offen. Dies ist ein seltsames Beispiel und vielleicht muss man darüber nachdenken, warum er dieses Beispiel gewählt hat. Er sagt, du könntest eine Person sein, die sexuelle Reinheit sehr gut einhält und du würdest trotzdem schlechte Ergebnisse haben. Die karmischen Ergebnisse von sexueller Unreinheit, eines davon ist zum Beispiel Luftverschmutzung. Er sagt also, wenn man karmische Ergebnisse bekommen könnte für Dinge, die man nie getan hat, dann könntest du ein guter Mönch sein und deine Moral bewahren, was den Sex betrifft. Und dann würdest du trotzdem in einem verschmutzten Land leben und du könntest unverdiente karmische Ergebnisse bekommen. Dies sind alles Beispiele von Problemen, die kommen würden. Aus deiner Idee, dass Karma seine eigene Identität hat. In der gleichen Weise, wie du dachtest, das Feuer hätte eine eigene Identität. Okay? In Ordnung? Okay, ich habe ein Bild von, das sollte Luftverschmutzung sein. Ohne Autos oder so. Ich weiß es nicht. Tu so, als gäbe es keine Autos. Aber es ist immer noch verschmutzt. Du hast die Ergebnisse von sexuellem Fehlverhalten, obwohl du sehr rein in deinem Verhalten warst. Na gut. Warum er dieses aus den 10 ausgewählt hat? Vielleicht haben wir alle dieses Problem. Vielleicht haben wir alle irgendein Problem damit. In Ordnung. Nächster Vers. Bedeutet Ausdruck. Und Johnny Lama sagt, er spricht darüber, wie die Welt spricht. Also manchmal heißt es in buddhistischen Büchern, oh, komm schon, schau. Selbst in einer normalen Unterhaltung akzeptieren die Leute das nicht. Sogar normale Menschen in der Welt würden so etwas nicht sagen. Hier heißt es also, sogar wenn die Leute zusammenkommen und reden, die nicht buddhistisch sind, die nicht ausgebildet wurden, wäre es immer noch ein Widerspruch. Hier ist also zum Beispiel ein Bild. Es wäre ein Widerspruch, ein Feld voller Salat zu haben. Schätze ich, mein Feind Salat. Und es gibt niemanden, der ihn gepflanzt hat. Wisst ihr? Also selbst mit einem guten Ergebnis, wie das plötzlich 2000 Salatköpfe von selbst in deinem Garten wachsen, würden die Leute noch reden. Oh, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Sie sind einfach aufgetaucht. Wow, das ist seltsam. Siehst du, sogar Menschen in der normalen Welt verstehen, dass es seltsam ist, ein Ergebnis zu bekommen, wenn man gar nichts getan hat. Also ich weiß nicht. Plötzlich blüht dein Hinterhof auf mit allen Arten von köstlichem Gemüse, wenn es so etwas gäbe. Im theoretischen Fall.
Sogar in der normalen Welt würden die Leute sagen, dass etwas Seltsames vor sich geht. Er hat kein Gemüse gepflanzt und sieh da, er hat all dieses Gemüse. Wenn du plötzlich karmische Ergebnisse bekommen könntest, ohne etwas getan zu haben, da Karma seine eigene Natur hat, dann gäbe es auch keine guten Taten und schlechte Taten. Du kannst die Unterscheidung vergessen. Du kannst die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Taten vergessen. Denn man bekommt einfach wahllos, was auch immer man bekommt. Warum also über gute Taten oder schlechte Taten reden? Gute Taten und schlechte Taten. Moral wird im Buddhismus definiert als das Karma, das du zurückbekommst. Und wie entscheidest du über richtig und falsch in einer buddhistischen Welt? Verletzt es, wenn es zurückkommt, oder macht es dich glücklich, wenn es zurückkommt? Das ist richtig und falsch. Das ist die Definition von richtig und falsch. Es geht nicht einmal darum, dass es jemanden anderem wehtut. Letztlich basiert die buddhistische Moral auf, wird es dich verletzen, wenn du es tust, und wird es dir helfen, wenn du es tust, okay? Übrigens, immer durch das Verletzen von jemand anderen, richtig, in Ordnung? Nächster Vers. Übrigens, ich bin nicht einverstanden mit dieser Zeile von Johnny Lama. Ich glaube, jemand hat sie hinzugefügt. Der Dengur sagt etwas anderes. Und der Kommentar von Johnny Lama stimmt mit dem Dengur überein. Ich denke also, jemand hat den Ursprungstext später hinzugefügt und hat eine andere Version hinzugefügt. Das ist wichtig. Ich werde also diese Zeile ändern, sodass sie den Dengur entspricht, weil das zu Johnny Lama passt. Hier ist sie also. Wenn Karma zu dir zurückkommen könnte, wenn du es davor nicht getan hast, übrigens nichts getan hast, dann, wenn das Karma an dir reift, könnte diese Reifung wieder reifen. Wenn du einen platten Reifen an deinem Auto hättest, ohne das Auto eines anderen zu beschädigen, dann würde auch der platte Reifen platt werden. Das Karma würde sich auf sich selbst auftürmen. Wenn niemand Karma begehen müsste, um das Ergebnis zu bekommen, dann könntest du weiterhin Ergebnis bekommen. Nicht nur einmal, sondern sie könnten sich wiederholen. Okay? Und dann ein weiteres Problem. Und er wechselt sozusagen, er hat über das Ergebnis gesprochen, aber jetzt redet er über das Karma selbst. Wenn Karma zu dir zurückkommen könnte, ohne dass du etwas tust, dann, wenn du etwas getan hast, könnte das eigentlich ewig so weitergehen und nie ein Ergebnis bringen. Wenn Karma von seiner eigenen Seite käme, dann, wenn du etwas getan hättest, dann wäre es logisch, dass diese Aktion für immer weitergehen würde und es würde niemals reifen. Denn das Karma hätte seine eigene Natur, die sich nicht ändert. Die Identität ändert sich nicht. Wenn das Karma seine Identität hat, ist die Definition einer Identität, dass sie sich nicht ändert. Sie bleibt bei dir. Wenn also Karma eine Handlung ist, dann würdest du immer in einem Zustand des Handels sein und du würdest nie ein Ergebnis des Karmas bekommen. Dann würde es für das Karma keine Zeit geben, zurückzukommen, denn man muss es die ganze Zeit über tun, weil es sich angeblich nicht ändert, weil es seine eigene Identität hat. Und man ändert die Identität nicht. Identität bedeutet etwas, das man behält, das sich nicht ändert. Wie Hitze bei Feuer. Ich habe ein schönes Bild. Ich nenne das Workaholic Karma. Ich finde, es wäre ein schöner Name für ein Buch. Workaholic Karma. Es bedeutet, dass das Karma weiter arbeitet und nicht passiert. Du tötest weiter Menschen oder du rettest weiter Leben oder spendest für den Club de Oro oder es kommt nie zu dir zurück. Du machst einfach weiter. Denn warum? Weil das Karma sich nicht ändern kann. Warum? Es hat seine eigene Identität. Und warum? Weil es nicht von mir kommt. Die Gesetze des Karmas kommen nicht von mir. Na gut, Workaholic Karma. Ich finde, das ist wirklich ein guter Buchtitel. Nächster Vers. Das Leiden des Lebens, die Wahrheit des Leidens, die erste der 4 höheren Wahrheiten, Arya-Wahrheiten, ist Leiden. Was ist eine zweite höhere Wahrheit? Ursache ist die Ursache.
Das wird traditionell in zwei geteilt, für $100. Die Ursache für alles Leiden wird traditionell in zwei geteilt, wenn man die 4 Wahrheiten lehrt. Missverständnis? Nein? Wette annulliert. Karma und Emotion. Karma und negative Emotionen. Man kann es Geistesgifte nennen. Aber dieses Wort wird seit dem späten 17. Jahrhundert nicht mehr verwendet. Und von buddhistischen Gelehrten, gut, wie auch immer, nennen wir es negative Emotionen. Dies sind die beiden Quellen des Leidens. Hier sagt er, schmutziges Karma. Die Essenz des schmutzigen Karmas sind negative Emotionen, nicht wahr? Schmutziges Karma. Die Natur des schmutzigen Karmas ist, dass es von deinen negativen Emotionen angetrieben wird. Diese negativen Emotionen sind nicht für $50. Rein, ja, $50 für dich. Übrigens, jemand hat $100 gewonnen, während du weg warst. Okay, rein. $100 für den, der mir rein erklären kann. Er sagt hier, eure negativen Emotionen sind nicht rein. Ich meine, muss Arya Nagarjuna euch wirklich sagen, dass eure Eifersucht und euer Ärger nicht nett sind? Ist es das, was er macht? Würde er sich die Mühe machen, euch das zu sagen? Schmerz und ja, $100 für Rebecca. Dieses Rein bedeutet, es existiert aus sich selbst heraus. Denn offensichtlich wird Nagarjuna sagen, hey, weißt du was, deine Eifersucht ist eine schlechte Sache. Wow, das wusste ich nicht. Also es ist nicht rein. Wenn deine negativen Emotionen unrein sind, wie kann dann Karma rein sein? Das kann es nicht. Denn deine negativen Emotionen lenken deine Handlungen, Karma. Wenn die negativen Emotionen nicht rein sind, das heißt, sie kommen nicht von ihrer eigenen Seite, dann kann das, was sie lenken, nicht von seiner eigenen Seite kommen. Verstanden? Und das ist der letzte Vers, den er gerade beendet hat. Wenn sie unveränderlich wären, würden sie, wenn sie von ihrer eigenen Seite kämen, wären sie unveränderlich. Wenn sie unveränderlich wären, könntest du Ergebnisse erhalten, die du nicht verdienst. Verstanden? Deshalb könnte ich es dir auch nicht anders beweisen. Schau, Karma existiert nicht aus sich selbst heraus. Und warum? Es wird von Dingen gemacht, die nicht aus sich selbst heraus existieren. Verstehst du? Wenn etwas ein anderes Ding macht und es kommt nicht aus sich selbst heraus, dann sollte das Ding, das das Ding macht, auch nicht aus sich selbst herauskommen. Verstanden? Deshalb kommt das Karma nicht von seiner eigenen Seite. Ich habe es dir gerade auf eine andere Weise bewiesen. Ich habe einen faulen Apfel, verfaulten Apfel. Ich habe an Johnny Rotten Pizza gedacht. Hahaha. Wie auch immer. Wenn der Apfel faul ist, dann ist der Apfelkuchen, den man aus dem Apfel macht, dann wird er verdorben. Warum rede ich darüber? Denn Karma, was ist der faule Apfel? Negative Gefühle. Was ist der Kuchen? Karma, gut, Karma. Wenn du faule Äpfel benutzt, um einen Apfelkuchen zu machen, dann wird der Apfelkuchen verdorben schmecken. Wenn du nicht selbst existierende Eifersucht nutzt, um Karma zu erzeugen, dann wird das Karma, das aus der nicht selbst existierenden Eifersucht entsteht, nicht selbst existent sein. Verdorben. Kapiert? In Ordnung. Nur so zum Spaß werden wir ein Sanskrit-Wort behandeln. Klesha. Es ist hier gerade ein großes Thema, negative Emotionen. Die meisten von euch kennen dieses Wort also schon. Aber ich musste etwas nehmen. Klesha bedeutet eine negative Emotion. Es kommt von dem Wort Klesh, was so viel bedeutet wie belästigt werden oder gereizt oder beunruhigt. Und die englische Entsprechung ist Holly, Stechpalme, weil sie stachelig ist. Wenn du also über negative Emotionen im Buddhismus sprichst,
Ein Geisteszustand, der den Geistesfrieden der Person ruiniert, den hat. Ein Gemütszustand, der den Frieden, den Geistesfrieden der Person ruiniert, den hat. Definition einer Klesha, eine negative Emotion. Und das ist stachelig. Das ist der Punkt. Es stört deinen Geistesfrieden, weil es stachelig ist. Eifersucht ist stachelig. Und wenn du Eifersucht in deinem Herzen behältst, dann kannst du nicht wirklich den ganzen Tag fröhlich sein. Du hast also immer etwas, das dich stört. Den ganzen Tag fröhlich zu sein, ist ein großes spirituelles Ziel. Na gut, nächster Vers. Diese zwei Dinge, über die wir gesprochen haben, Karma und negative Emotionen, sie wurden vom Buddha gelehrt als der Ken eures Lus zu sein, die Ursache eurer sterblichen Hülle. Dies ist ein spezieller englischer Ausdruck, sterbliche Hülle. Ja, der Körper, der sterbende Körper, den du jetzt gerade trägst. Man nennt ihn sterbliche Hülle. Ich weiß nicht, warum Hülle. Er wickelt sich um dich oder so. Wie auch immer, dieser Mantel namens Körper, der fallen gelassen wird, wird durch zwei Faktoren verursacht. Karma und negative Emotionen. Wenn das Karma und die negativen Emotionen, die deinen Körper erschaffen, Dong sind, leer, dann Lula. Was dann? Du. Was denkst du, was der Körper ist? Was denkst du? Hast du gedacht, dass er nicht leer ist? Wenn der Körper aus zwei super leeren Dingen besteht, dann ist der Körper auch super leer. Das ist Nagarjuna. Ich habe ein Bild von einem Wolkenkratzer aus Seifenblasen. Es war Mitternacht, ich wurde langsam albern. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich meine, wenn die Dinge, die die Grundlage einer Entität sind, unrein sind, dann wird die Entität auch unrein sein. Und sie wird wahrscheinlich nicht sehr lange stehen. Der nächste. In diesen nächsten 3 Versen kommt der andere Kerl zurück und besteht darauf, dass er recht hat. Jetzt geht's los. Karma muss von seiner eigenen Seite aus existieren. Na gut. Und jetzt konkret wird der andere Typ über die Person sprechen, die das Karma begeht. Er will beweisen, er ist fertig mit dem Versuch zu beweisen, dass das Karma seine eigene Natur hat. Er will beweisen, dass die Person, die Karma begeht, ihre eigene Natur hat. Er hat sozusagen aufgegeben. Okay, Nagarjuna, angenommen, Karma hat nicht seine eigene Natur. Und deshalb ist es nicht wahr, dass der Körper nicht seine eigene Natur hat, weil das Ding, das den Körper geschaffen hat, keine eigene Natur hatte. Lassen wir das sein. Lass uns einfach über den Kerl sprechen, der das Karma begangen hat. Gutes Karma oder schlechtes Karma? Hat es seine eigene Natur? Nun hör zu, Nagarjuna. Du hast eine Person, die geblendet ist. Missverstehen. Also, der andere Typ zeigt, dass er ein Buddhist ist. Vielleicht ist er ein Abhidharma oder so. Schau, komm schon, lass uns über normales Sansara sprechen. Du hast eine Person, die geblendet ist davon, dass sie nichts versteht. Gehen wir zurück zum Vers. Die Person hat, das heißt Verlangen. Es bedeutet nicht, dass du Sex magst. Es bedeutet, dass du dich an das Denken klammerst, dass Dinge von ihrer eigenen Seite kommen. Das heißt, man kann auch Ärger davon bekommen, mit deinem Mann zum Beispiel. Wenn du denkst, er kommt aus sich selbst heraus und dann kommt dieses schöne Wort, bedeutet zu Abendessen. Was ist ein? Ja, genau. Aber was gibt es zum Abendessen? Wir sprechen über jemanden, der ein Karma begeht. Das ist eine Folge davon. Warum die Person, die ein Karma begeht, als den Esser bezeichnen? Warum sollen wir
sie den Konsumenten nennen, den Esser. Ja, er wird das Ergebnis essen. Perfekt. Die Person, die das Karma begeht, wird der Konsument von Ergebnis dieses Karmas. Du wirst, wie nennst du es, haben, du isst deinen Kuchen, oder? Du kannst deinen Kuchen und esse ihn auch. Nein, es gibt noch einen. Du musst das Essen essen, das du gekocht hast. Mach dein Bett und leg dich hinein. Ja, du hast dein Bett gemacht und jetzt musst du auch darin liegen. Du hast jemanden verletzt. 2 Wochen später wirst du dieses Karma essen. Es wird zu dir zurückkommen. $100. Kannst du raten, was die Diskussion hier ist? Ich werde es noch einmal sagen. Du hast ein Karma gemacht. Das Karma blieb also. Verliere es nicht. Und dann kam er zu dir zurück. Wie wird die Frage hier lauten? Was ist die nagarshanische Frage, die er aufwerfen würde, Tim? Die Person löste ein, ja, perfekt, perfekt, $100 für diesen jungen Mann. Wir sind daran interessiert, was mit dem Kerl passiert ist, der das Karma gemacht hat. Und in welcher Beziehung steht er zum Esser, ja, zum Konsumenten. Er macht den Kuchen. 2 Wochen später isst ein anderer Mann den Kuchen. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Ist er immer noch dieser Typ oder, und das ergibt keinen Sinn, oder? Gute Antwort. Du denkst schon wie Nagarjuna. Ist er jemand anders als der, bedeutet hier Handelnder. Es bedeutet nicht tun. Leider sind wir hier in der Poesie und wir müssen die Worte abkürzen. Dann sagt Nagarjuna, der Typ, der das Ergebnis der Aktion ist, 2 Wochen später, ist nicht Kshen. Ja, er ist nicht ein anderer Typ, er ist derselbe Typ. Was? Er ist derselbe Typ. Übrigens, hier spricht der andere Typ. Tut mir leid, das hätte ich sagen sollen. Es ist nicht derselbe Typ, der das Karma ist und der das Karma vor 2 Wochen gemacht hat. Das ist derselbe Typ, aber auf eine andere Art und Weise. Wenn du darüber nachdenkst, ist das auch nicht wirklich derselbe Typ. Es scheint also, dass der andere debattierender schwankt. Er sagt, klar, es ist derselbe Typ. Und er sagt, aber in gewisser Weise ist er nicht mehr derselbe Typ, oder? Er ist also unschlüssig. Dann ist hier unsere Antwort. Nagarjuna kommt zur Rettung. Wenn Karma aus sich selbst heraus existieren würde, könnte es niemals von einer Ursache kommen. Wenn Karma aus sich selbst heraus existieren würde, dann wäre das seine Identität. Und es könnte nicht durch irgendeine Aktion ausgelöst werden. Wenn du ein Karma hättest, das passiert, ohne dass jemand etwas macht, nun, das wäre ein nicht existierendes Karma. Und deshalb, da es kein Karma gibt, was durch irgendetwas getan wurde, gibt es niemanden, der es getan hat. Also warum machst du dir Sorgen darüber, ob er dasselbe ist wie der andere spätere Typ? Weil es keinen Typen gibt, der es getan hat, weil es nicht möglich ist. Denn du denkst, Karma kommt aus sich selbst heraus. Nagarjuna tritt ihm wirklich in den Arsch. Ich werde es nochmals sagen. Okay. Ja, wenn Karma aus sich selbst kommt und der Esser aus sich selbst kommt, warum machst du dir darüber Sorgen? Wenn Karma aus sich selbst kommt, dann kommt der Esser aus sich selbst, dann kommt das Karma aus sich selbst, das Karma kommt aus sich selbst, es muss keine Ursache haben. Es wird also nichts passieren, niemand wird etwas tun. Warum machst du dir also Sorgen um den Kerl, der später kommt, wenn der Kerl, der früher kommt, sowieso nicht da war? Verstanden? Wenn keine Handlung von niemandem verübt wird, verstanden? Wenn es keine Aktion gibt, die von niemandem getan wird, wirst du ein karmisches Ergebnis haben, wenn man nichts unternimmt, wenn eine Nichtaktion von einem Nichtkörper ausgeführt wird. Was zum Teufel ist dann das Ergebnis? Bedeutet, was zum Teufel? Es wird ein Nichtergebnis sein, wenn eine Nichtaktion von einem Nichtkörper ausgeführt wird. Dann wird die Nichtaktion des Nichtkörpers zu einem Nichtergebnis führen. Verstanden?
Und wenn es kein Ergebnis gibt, warum bist du so besorgt über? Ja, warum machst du dir Sorgen um den Kerl, der das Ergebnis des Karmas essen wird? Wenn es kein Karma zu essen gibt, verstanden? Dir zufolge. Es wird heiß hier drin. Na gut. Ich möchte, dass du dir das nächste Bild ansiehst. Nun, das ist erstaunlich. So soll das Peachtree Café aussehen. Ob es jemals passieren wird, weiß nur Gott. Aber trotzdem, die Besonderheit dieses Bildes ist, wie viele sind auf diesem Bild zu sehen? Niemand. Es ist niemand hier, der ist. Wenn ein nicht vorhandenes Karma von einem nicht existierenden Kerl gemacht werden kann, warum Teufel bist du über den Esser besorgt? Es gibt keinen Esser. Und ich habe dir ein Bild ohne Esser gezeigt. Ich hoffe, es wird Esser geben. Aber hier gibt es keine Esser. In Ordnung. Nächster Vers. 3 lange, ach du meine Güte, 3 Verse. Der andere Typ sagt, wenn du sagst, dass Karma überhaupt keine Identität hat, bist du die buddhistische Lehre. Wir hatten es gestern. Jemand hat Geld gewonnen. Du sagst, dass etwas, das existiert, nicht existiert. Also, kommt der Typ zurück? Wenn es kein Essen gibt und es nichts zu essen gibt und niemand sein Essen gemacht hat, um zu essen, dann folgst du verdammt noch einmal nicht der buddhistischen Lehre. Du respektierst den Buddha nicht. Was ist das? Der andere Typ. Also, hier ist los geht's. Hier ist unsere Antwort. Und das ist der letzte Teil. Das ist das Ende der Klassen, das Ende des Kurses. Außer, dass wir eine Wiederholung in der nächsten Klasse machen. Es wird noch eine Klasse geben. Aber hier ist die endgültige Antwort aus den ganzen 15 Klassen. Hier ist die ultimative Antwort auf die Anschuldigung, dass wir den Buddha nicht respektieren, weil wir sagen, dass niemand das Karma ist. Habt ihr das verstanden? Dann sagen wir, beruhige dich, beruhige dich. Hör. Kann der Buddha emanieren oder nicht? Ja. Übrigens, es gibt 2 klassische Emanationen, lebendige und nicht lebendige. Was ist damit gemeint? Ich meine, Buddha kann nicht als Fisch emanieren oder als eine Brücke. Das berühmteste Beispiel ist eine Brücke oder ein Baum. Oder die Wellen des Ozeans, um dich zu lehren, wenn du die nächste Woche am Strand sitzt. Kann der Buddha also Emanationen zeigen, die eine Art von, wie sagt man, die auf eine Art fast unwirklich sind? Ist dieser Baum echt? Wenn der Buddha als Baum emaniert, ist es ein echter Baum? Wenn du auf den Baum kletterst, warum kletterst du dann wirklich? Du steigst auf Lord Buddha. Kann Buddha als Baum emanieren? Ja, wir haben alle gelesen, dass Buddha als Baum emanieren kann. Wenn du also auf den Baum kletterst, kletterst du wirklich auf die Nase des Buddhas oder so? Nein. Es ist nur eine Art von Illusion. Der echte Buddha ist oben im Himmel, im Juja-Himmel. Er emaniert nur einen Baum. Ich missachte den Buddha nicht, wenn ich auf einen Baum klettere, den der Buddha ausstrahlt, weil das nicht wirklich der Buddha ist, sondern nur eine Emanation des Buddhas. Und dann sagt Nagarjuna, okay, damit bin ich einverstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Könnte der Baum eine Emanation hervorbringen? Könnte Buddha als Baum eine Emanation ausstrahlen? Könnte Buddha als Baum emanieren? Als Apfel am Baum emanieren? Sicher ja. 10 Minuten später. Komm schon, hör zu. Buddha emaniert als Apfelbaum in deinen Garten. Ja, ich weiß. Würde er oder würde er nicht die Macht haben, aus diesem emanierten Baum einen Apfel zu emanieren? Ja, natürlich ja. Das ist es, wovon er hier spricht. Und könnte er einen Wurm emanieren, der auf dem Apfel sitzt, auf dem Baum, aus dem er hervorgegangen ist? Ja. Könnte die Emanation eine Emanation haben und diese Emanation hat eine andere Emanation? Ja, gut. Ihr seid damit einverstanden. Er sendet eine dritte Emanation aus. Könnte der emanierte Baum einen Apfel emanieren? Ja.
Könnte der emanierte Baum, der einen Apfel emaniert, einen Wurm emanieren? Ja. Also, was hast du für ein Problem mit dem Karma? Was ist dein Problem? Das ist das Gleiche. Es tut etwas, es erzeugt einen Samen und das erzeugt ein Ergebnis. Du emanierst einen Samen und dann emaniert der Same ein Ergebnis und das Ergebnis tritt dich in den Hintern. Was ist dein Problem? Warum hast du ein Problem damit? Er sagt, nun, es ist irgendwie ähnlich. Ist es echt? Das ist Nagarjuna. Ist es echt? Muss es echt sein? Dann ist seine eigene Antwort, wenn du darüber sprichst, dass Karma und Geistesgifte einen Körper erschaffen, wenn du darüber sprichst, dass eine Aktion ein karmisches Ergebnis erzeugt, dann ist alles wie die Stadt der Gandharvas. Was ist die Stadt der Gandharvas? Die Stadt, wie Mexiko-Stadt. Mexiko-Stadt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es gibt zwei Arten von Gandharvas. Himmlische Musiker, das eine sind die himmlischen Musiker, das sind coole Typen. Aber das andere ist Gandha, bedeutet Duft. Ja, Geruchsfresser, Geist, Preta. Pretas werden auch Gandharvas genannt. Die Stadt der Pretas. Wenn du ein Preta bist und du siehst eine Stadt am Horizont und sie hat Springbrunnen und Apfelbäume und alle solche Sachen, dann rennst du darauf zu und dann verschwindet sie plötzlich. Es ist wie die letzten zwei Worte dieses schönen Kapitels, es ist wie eine Illusion. Es ist wie ein Traum. Ja, die karmischen Ergebnisse, die du gerade erlebst, sind wie ein Traum. Die Aufrechterhaltung dieser karmischen Energie, bis das Ergebnis zurückkommt, ist wie ein Traum. Die Aktion am Anfang war wie ein Traum. Ist wie ein Apfelbaum, der von Buddha ausgestrahlt wird. Ein falscher Apfelbaum, der falsche Früchte trägt und gefälschte Würmer, die auf den Früchten sitzen. Das ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Es ist eine Illusion. Warum ist es eine Illusion? Es sieht aus, als käme es aus sich selbst heraus. Aber das ist es nicht. Es kommt von dir. Verstanden? Kannst du den Apfel essen? Ja, das kannst du. Du kannst den Finger des Buddhas essen, was auch immer es ist, das er als Apfel emaniert hat. In Ordnung, du kannst ihn essen. Du kannst karmische Ergebnisse erfahren, auch wenn der ganze Prozess nicht so ist, wie du dachtest, weil der Buddha emanieren kann. Nun, wie tief du gehst in diesem Vergleich, bleibt dir überlassen. Wenn du ein tantrisch Praktizierender bist, ist das eine interessante Frage. Alle Dinge, die dir jemals passiert sind, von all dem Karma, das du jemals getan hast, wie sollst du darüber denken? Das ist eine andere Frage. Für euch Medizin-Buddha-Praktizierende. Lasst uns hier aufhören, wir haben noch eine Klasse vor uns. Wir werden diesen ganzen Kurs nochmals durchgehen.